Herzlich willkommen in Herberstein. Mein Name ist Alexander Nischwitzer von der FH Joanneum in Graz. Wir haben im Jahr 2023 gemeinsam mit dem Universalmuseum Joanneum ca. 20 interaktive Computerinstallationen entwickelt, die im Haus der Biodiversität im Herberstein zu besichtigen sind. Hier sind wir beim Sandtisch. Der Sandtisch ist insofern programmiert, dass er auch gleichzeitig die Biodiversität mitberechnet. Sprich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein paar Berge mache und etwas tiefer hineingrab, merkt man, dass die Biodiversität insgesamt steigt. Machen wir noch ein bisschen mehr Unterschiede hinein und automatisch geht die Biodiversität höher hinauf. Gleichzeitig, je nach Biodiversität, sieht man dann auch verschiedene Vogelarten. Also umso höher die Biodiversität ist, sieht man unterschiedliche Vögel drinnen fliegen, auch die Anzahl der Vögel, und man sieht auch zum Teil direkt im Wasser die Fische schwimmen. Das Ganze ist über eine Höhenkamera, wird das Ganze detektiert und mitberechnet und live hineinprojiziert, dass die Besucherinnen und Besucher direkt mit dem Sand interagieren können. Hier sind wir beim interaktiven Globus. Ich kann den Globus direkt mit der Hand steuern und zu verschiedenen Bereichen auf der Welt mich hin navigieren und habe aber gleichzeitig die Möglichkeit, verschiedenste Informationen abzurufen und hier umzuschalten, zum Beispiel die Hotspots der Biodiversität oder auch über den Klimawandel. Und man kann das hier aktivieren und dann kann ich das direkt über die Hand wieder, über meine Gestenbewegungen drehen, verschieben etc. und dem Ganzen auch einen Drall geben. Das Ganze funktioniert über eine Projektion auf eine Halbkugel, wo direkt die gesamte Krümmung und so weiter dynamisch mitberechnet wird und man relativ schnell und einfach die Welt drehen und bewegen kann. Bei der Installation So kann es gehen hat man die Möglichkeit, sowohl in die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu reisen. Das geht hier über dieses Schaltpult. Parallel dazu hat man über die Steiermark-Karte die Möglichkeit, 7 verschiedene Regionen auszuwählen mit verschiedenen speziellen Eigenschaften. Zum Beispiel, ich kann einmal zu den Wäldern gehen und habe hier die Möglichkeit, bei den Wäldern zuerst in die Vergangenheit zu springen, dann in die Gegenwart, wie schaut es aktuell aus und wie kann es in Zukunft ausschauen, wenn man mehr auf die Wälder achtet. Ähnlich ist es bei den Mooren, Flussufern etc. Auch wieder die Möglichkeit, direkt die Zeitreise zu starten, vom Frühjahr, Gegenwart bis in die Zukunft. Hier sind wir beim Forschungstisch. Bei diesem Interface, sobald man abhebt, wird das Ganze erklärt, wie das funktioniert, wie man die Forschungstische bedienen kann und wie man selber erfährt, wie Forschung in der Natur passiert. Hier sind wir im Forschungslabor und das ist eigentlich ein Arbeitsplatz eines Naturforschers. Und wenn man jetzt bestimmte Elemente macht, zum Beispiel macht diese Lade hier auf, wird direkt erklärt, wie dieses Element, diese Lade, diese Inhalte gebraucht werden. Das Gleiche ist zum Beispiel mit einem Fernglas, das wichtigste Forschungsbuch und auch fürs Dokumentieren natürlich die Kamera. Wenn man die Kamera nimmt und sich anschaut, wird auch direkt die Kamera erklärt. Das sind alles interaktive Elemente, die in der Forschung in der Natur benötigt werden. Hier sind wir jetzt bei der Insektenforschung und es geht darum, selbst ein Insekt zu analysieren und drauf zu kommen, welches Insekt das ist. Hier hat man dazu verschiedene Blätter in Englisch und in Deutsch. Man nimmt eines dieser Blätter
Um zu verstehen, wie das Ganze geht, nimmt man einen der Kopfhörer ab und es wird genau erklärt, wie man dann die Stationen bedient. Ich bin hier jetzt bei den 2 Mikroskopstationen. Hier habe ich mein Forschungsblatt mit diesem Käfer und hier kann ich dann analysieren und den Käfer genauer anschauen. Dazu gibt es auch eigene Bestimmungsschlüssel, zum Beispiel hier, ob der Körper abgeflacht ist oder aus wie vielen Gliedern der Fühler besteht. Das kann man dann abzählen und wenn man es richtig analysiert hat, kann man nachher zum Beispiel hier die Entscheidung treffen, ob das ein scharlachroter Blattkäfer zum Beispiel ist. Wenn man dann seinen Käfer schon vermutet, welcher Käfer das ist, kann man bei der Station tiefer hineingehen und ihn analysieren. Das funktioniert über die Auswahl der Buttons, dass man sagt, welchen Käfer möchte ich anschauen und direkt über die Interaktion mit der Hand. Also man kann in den Raum virtuell hineingreifen und den Käfer nach analysieren, herziehen, um zum Beispiel schauen, wie viele Punkte er an der Unterseite hat etc. Ich kann auch irgendwelche anderen Käfer auswählen und herumbewegen. Das funktioniert alles mit dieser Station, wo man zum Teil ganz ins Detail hineingehen kann. Hier sind wir jetzt bei der Auswertestation. Wenn man seinen Käfer analysiert hat, kann man hier zum Beispiel in dem Fall den Eichelbohrer selektieren. Und man legt das Blatt hinein. Das Blatt wird automatisch erkannt und dann wird kontrolliert, ob die Auswertung richtig ist. Da sind wir jetzt drauf gekommen, dass die Auswahl nicht richtig war. Ich wähle jetzt die Streifenwanze, das untere aus und mache sie einfach ein bisschen dicker, lege das wieder hinein und es wird wieder ausgewertet. Und es wird erkannt, dass jetzt das wirklich der richtige Käfer ist, der kein Käfer ist. Für die Remote-Betreuung haben wir die Möglichkeit, direkt auf alle Stationen zuzugreifen. Ich mache das jetzt, ich logge mich jetzt über ein Teamviewer ein, bin in der Station und wir haben bei allen Stationen auch eine Debug-Möglichkeit drinnen, wie in dem Fall, wo man einfach mitkontrollieren kann, was vor sich geht. Ich zeige das einmal jetzt in dem Fall. Ich habe das angekreuzt. Ich lege das Blatt hinein und wir können nachher mitkontrollieren, wie die Selektion war und die Auswertung. Da merkt man, 3 war falsch, 6 wäre richtig. Also wenn ich das jetzt, die Streifenwanze dicker markiere und ich lege das Blatt ein, merkt man auch bei der Auswertung mit diesen 2 Haruko-Markern 87% und es ist auch richtig ausgewählt. Auch das kann man alles remote kontrollieren und betreuen. Bei der Station Natur ist unbezahlbar kann man selber erforschen, wie viel bestimmte Lebewesen und Lebensarten wert sind. Ich kann zuerst die Sprache wählen, habe dann eine Möglichkeit, den Infomodus zu wählen und bekomme dazu nachher die Informationen, in dem Fall vom Fisch bzw. zum Beispiel von Holz. Holz ist eines der wichtigsten. Eine weitere Möglichkeit ist auch in einen Quiz-Modus zu wechseln. Ihre Leistung ist von herausragender Bedeutung für die Produktion unserer pflanzlichen Nahrung. Jetzt wird gefragt, was ist wichtig für die Bestäubung. Wenn ich jetzt den Fisch nehme, Das ist nicht der gesuchte Dienstleister. ist das leider falsch. Noch ein Versuch. Probieren wir jetzt. Richtig. Die Bienen sind dafür verantwortlich. Das Ganze funktioniert über Mikro-QR-Codes und einen Barcode-Reader für die Auswertung. Unserer meisten Das ist eine Videostation mit einem transparenten Bildschirm
und wo einem das Leben des Bibers erklärt wird. Man kann die Sprache auswählen, entweder Deutsch oder Englisch. Und wenn man es abhört, hört man einfach dementsprechend mit. Im Großen und Ganzen ist da drin ein Mikrocontroller und es wird ein Video abgespielt mit einem speziellen Display, dass man auch den Hintergrund sieht, in dem Fall ein ausgestopftes Tier. Das ist das Elektrokontaktspiel. Dabei kann man für verschiedene Tierarten und Pflanzenarten erforschen, wie sie gefährdet sind und durch welche Elemente. Zum Beispiel nehmen wir die Ameisen, die rote Waldameise, und wir gehen davon aus, dass sie durch den Klimawandel gefährdet ist. Sie ist aber nicht durch Klimawandel gefährdet, also kann ich einen anderen nehmen und zum Beispiel sagen, dass sie nicht gefährdet ist. Die roten Waldameisen sind wirklich nicht gefährdet. Roten Apollo-Schmetterling, und wenn ich jetzt sage durch die Landwirtschaft, wird mir hier farblich auch angezeigt, dass in dem Fall gelb wirklich eine starke Gefährdung vorliegt. Das ist eine VR-Station, wo man in das Leben der Bodenkäfer einsteigen kann. Diese Station haben wir von Senckenberg übernommen. Ich kann mich da in verschiedene Bodenkäfer verwandeln und kann hier über diese VR-Brille den 3D-Raum erforschen und erleben. Hier sind wir bei der Fotostation und gleichzeitig Gästebuch. Was ich hier machen kann, ist, ich kann ein Feedback geben, wie mir die Ausstellung gefallen hat. Dazu erstelle ich einen persönlichen Gästebucheintrag, muss vorher die Datenschutzerklärung bestätigen und kann mir hier eines der Bilder aussuchen. Ich nehme jetzt den Bären. Das funktioniert automatisch jetzt über Keying, also ich bin jetzt hier drin und mache ein Foto von mir. Wenn mir das Foto gefällt, kann ich das so lassen oder ein neues Foto machen und habe auch die Möglichkeit, verschiedenste Icons hereinzugeben für mein Feedback. Wenn ich dann das Foto gemacht habe, kann ich das auch an mein Smartphone schicken. Das geht über QR-Code. Und man sieht nachher schon sein Bild direkt drinnen. Das ist im Internet für 24 Stunden. Und was man noch zusätzlich machen kann, ich kann das zu einer Collage dazufügen. Die werden wir nachher auf der Rückseite von dieser Fotobox nachher sehen. Bin ich auch einverstanden. Ein spezielles Feature bei dieser Bildaufnahmestation ist auch, dass erkannt wird, ob ein Kopf drinnen ist oder nicht. Und nur wenn ein Kopf erkannt wird, kann man auch das Foto an die Collage weiterschicken. Ich mache das einmal. Ich gehe in die Privacy hinein und wenn ich jetzt weggehe und einfach nur die Hand aufnehme, wird das erkannt, dass kein Gesicht erkannt worden ist und wird nicht als Foto in der Fotostation und in der Collage akzeptiert. Hier haben wir jetzt die Fotocollage, hier werden 10 Bilder angezeigt von den Besuchern, die es in der Fotobox aufgenommen haben. Das blättert dann durch. Und wenn der Rechner neu gestartet wird, sind alle Fotos wieder gelöscht. Die ganze Ausstellung wird wieder über unseren X-Cocos gesteuert. Aktuell sehen wir, dass 100% der Ausstellung und der Rechner funktionieren und laufen. Ich habe hier die Möglichkeit, auch jeden der Clients, also jede Installation extra anzuschauen und habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, direkt einzugreifen und in dem Fall jetzt die VR-Station neu zu starten. Die fährt jetzt runter, startet wieder, aber ich kann auch die gesamte Ausstellung ausschalten, beziehungsweise habe auch die Möglichkeit, remote, wenn irgendwas Wichtiges wäre, zum Beispiel auch am Abend die Ausstellung per Knopfdruck alle Rechner einzuschalten und zu kontrollieren, ob wirklich alles funktioniert.